runtergebrochen ein Beispiel. Wenn es 500 Mitglieder wären, die sich alle beim Vereinslink anmelden und im Durchschnitt würden diese 500 Mitglieder 200 € im Monat ausgeben mit Samuspay. Und im Durchschnitt würden die Unternehmer ca. 10% Marge abgeben. Was würde das auslösen? Weil 10% ist machbar für viele, viele geben viel mehr, einige geben weniger, aber viele geben mehr. Der Durchschnitt so 10% ist ganz normal. Jetzt heißt es, bei 500 Mitgliedern pro Kopf 200 € Umsatz im Monat sind es 100.000 € Umsatz, die generiert werden. Für Produkte und Dienstleistungen, die man sowieso kauft. Für diese 100.000 € Umsatz würden die Unternehmer 10% abgeben, dann gehen 10.000 € weg davon. Das ist dann ihr Marketing. Okay? Diese 10.000 € fließen zu Sanus Life, aber Sanus Life ist nicht wie andere Unternehmen, ist nicht wie die Kreditkartengesellschaft, die einfach sagt, ich behalte es für mich, sondern Sanus Life gibt 80 bis 90% wieder raus an uns, an die Empfehlungsgeber. Das heißt, 2.000 € von diesen 10.000 würden bei Sanus Life bleiben, mit denen müssen sie auch die App und alles bezahlen, die Programmierung und so weiter. 8.000 € gehen raus ins Netzwerk. Und weil der Verein diese 500 Mitglieder eingeladen hat, bekommt der Verein in diesem Monat 3.200 € von diesem Geld. Weil der Verein bekommt 40%. Weil er sie eingeladen hat. Aber ihr auch, wenn ihr Freunde einladet, die Samuspay nutzen, die wirklich Samuspay nutzen, kriegt ihr 40% von dem, was diese Freunde dann einkaufen und was der Unternehmer abgibt, wo sie einkaufen. 40% gehört euch. Privat kriegt ihr das sogar direkt am nächsten Tag sofort ausbezahlt auf eure App und könnt es nutzen. Sofort. Die Vereine, bei denen sammeln sich das Geld an als Sponsorengeld und die müssen dann eine Sponsorenquittung ausstellen und kriegen dann dieses Geld überwiesen. Die App kennen Sie ja schon alle ein bisschen, oder?